Wir feiern in diesem Jahr den 250. Jahrestag des Geburtstags von Caspar David Friedrich, der 1774 geboren ist. Das ist, wenn man so will, der äußere Anlass, warum er momentan so viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber das erklärt nicht, warum es ein solch großes Interesse an ihm gibt. Offenbar trifft er mit seiner Kunst irgendeinen Nerv für unsere heutige Zeit. Die Aktivitäten des Jubiläumsjahres haben sich so entwickelt, dass letztlich eigentlich bei allen Ausstellungen auch irgendwo ein jener Beitrag vertreten ist. Aber wir haben vor allem mitgearbeitet oder arbeiten noch mit an zwei Ausstellungsprojekten. Eines kommt jetzt erst noch Ende November, eine Ausstellung in Weimar, die sich ganz konzentriert mit dem Verhältnis von Caspar David Friedrich, Goethe und Weimar beschäftigt, das viel spannender und viel reichhaltiger ist, als wir das aus der Rückschau in diesem Gegensatz von Klassik und Romantik gerne sehen wollen. Das wird also noch kommen und dazu kann man nur einladen. Und dann war ich bereits als Co-Kurator beteiligt an der ersten großen Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle mit dem Titel Caspar David Friedrich – Kunst für eine neue Zeit, in der wir versucht haben, einerseits Friedrich sehr umfassend vorzustellen, aber andererseits auch die Gegenwartsbezüge, die man in Friedrichs Kunst sehen kann, herauszuarbeiten. Da geht es vor allem eben auch darum, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo das Verhältnis zwischen Mensch und Natur auf eine dringliche Art und Weise fragwürdig geworden ist. Wir leben in Zeiten einer drohenden Klimakatastrophe, einer Ökokrise, im Zeitalter des sogenannten Anthropozän. Und Friedrichs Kunst ist jetzt nicht unbedingt der Ausgangspunkt, um mal kurzerhand zu den Lösungen zu kommen, aber kann ein sehr guter Anlass sein, um grundsätzlich darüber nachzudenken, wie Mensch und Natur sich eigentlich zueinander verhalten und wie wir dieses Verhältnis begreifen sollten. Also die Leute greifen bestimmte Gestaltungsmerkmale, Motive auf, Kompositionen und verbinden sie mit den Fragen, die sie heute umtreiben. Also hier sehen wir jetzt direkt ein Beispiel der letzten Generation, die in der Hamburger Kunsthalle auch eine Aktion versucht hat durchzuführen, wo sie den Wanderer bei dem Nebelmeer jetzt plötzlich über den brennenden Wäldern der sächsischen Schweiz zeigt. Also es war im letzten Jahr tatsächlich auch faktisch ein akutes Problem. Friedrichs Kunst ist sowohl dann in der zeitgenössischen Kunst als aber auch in den sozialen Medien offenbar ein fantastischer Katalysator, um eben das eigene Denken, das eigene Imaginieren weiterzuentwickeln, auf Gegenwartsprobleme zu beziehen, auf Hoffnungen, auf Utopien, auf Dystopien. Offenbar bieten Friedrichs Bilder dafür besonders viel Potenzial und das könnte damit zu tun haben, dass Friedrich selbst wohl auch über das Imaginieren nachgedacht hat. Er gehört eben doch zur Generation der Romantiker, die ein besonderes Interesse daran hatten, Imaginieren, also das Vorstellen, das Aktivieren der Einbildungskraft besonders stark anzuregen. Ja, die Friedrich-Schiller-Universität hat jetzt gerade vor wenigen Tagen einen Antrag zu einem großen Forschungsprojekt, zu einem Exzellenzcluster abgegeben mit dem Titel Imaginamics, Praktiken und Dynamiken sozialen Imaginierens. Und wir verstehen unter soziales Imaginieren das Teilen, das gemeinsame Teilen von Vorstellungswelten. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, um überhaupt gesellschaftlichen Zusammenhalt und gesellschaftliches Zusammenleben zu verstehen. Und es ist zugleich gar nicht selbstverständlich, weil Vorstellungen sind eigentlich etwas, was wir uns als Individuen gewissermaßen mit uns ausmachen. Caspar David Friedrichs Kunst ist für das, was wir soziales Imaginieren nennen, ein besonders gutes Beispiel, weil wir beobachten können, wie viele Menschen mit dieser Kunst etwas ganz Eigenes anfangen können, wie sie Vorstellungsbilder entwerfen oder ganze Vorstellungswelten sich dazu imaginieren. Interessanterweise häufig so, dass die Betrachterinnen und Betrachter den Eindruck haben, eigentlich ziemlich genau zu wissen, was sie damit verbinden und worum es geht. Und wenn sie dann miteinander in Austausch treten, feststellen, dass es durchaus sehr unterschiedliche Imaginationen sein können. Und insofern ist Friedrichs Kunst tatsächlich so ein Gegenstand, an dem sich so etwas wie soziales Imaginieren, also das gemeinschaftliche Entwerfen von Vorstellungsbildern, kristallisiert.